Die Henneburg, ursprünglich Burg Prozelten, ist eine staufische Höhenburg der Schenken von Limpurg am rechten Ufer des Mains in der Gemeinde Stadtprozelten im Landkreis Miltenberg in Bayern. Die ausgedehnte Ruine der Henneburg befindet sich am Maintal-Höhenringweg etwa 100 Meter über dem rechtsmännischen Stadtprozelten am Südrand des Spessarts. Zwischen Stadtprozelten und der Henneburg schützt ein 70 Meter tiefer Taleinschnitt die Westflanke der Burg. Nach Norden durch einen Halsgraben, nach Südosten fällt der Kühlberg steil zum Main hin ab. Timo de Bratzelde, 1127 Vogt des Stiftes St. Peter und Alexander zu Aschaffenburg und Verwalter der Besitztümer im Mainviereck, gilt als der Gründer des dortigen Burgbezirks und Auftraggeber für einen Vorläuferbau der Burg Prozelten. Zahlreiche romanische Mauerrelikte, in den ältesten Teilen der Burg aus dem 12. Jahrhundert, zeugen von der frühen Existenz eines Vorgängerbaus. Um 1260 erwähnt eine Urkunde die Brüder Albert Schenke und Walter Schenke als Herren von Bratzhelden. Beide Brüder vermachten dem Deutschorden Teile ihrer Prozeltener Besitzungen. (1272) hinterließ Walter bei seinem Tode zwei unmündige Söhne, Konrad und Walter. Vormund wurde Reinhard von Hanau, der noch 1272 Anteile der Grafen Poppo und Rudolf von Wertheim am Schloss Prozelten für 600 Heller kaufte. Der Orden stärkte durch Zukäufe seinen Einfluss. So verkaufte 1386 Konrad der Ältere an den Deutschordensmeister Siegfried von Wenningen und an das Deutschordenshaus Prozelten einen seinen 10 Teile zu Röllfeld. Ansässige Adelsleute taten ihren Ritterdienst auf der Burg. 1275, nur 3 Jahre später, wie in einer noch vorhandenen Urkunde über einen Burgfrieden für Prozelten zu lesen ist. Aufgrund dieser Vereinbarungen scheint die Erbengemeinschaft ihre Anteile vorrangig an die Töchter vermacht zu haben. Die Grafen von Hanau jedenfalls traten in der Folgezeit im Zusammenhang mit Prozelten nicht wieder in Erscheinung. Graf Heinrich von Henneberg begann 1288 und nochmals 1291 Ansprüche an Prozelten zu stellen. 1320 gab Elisabeth ihren gesamten Besitz in die Hände des Deutschen Ordens.
1329 verzichtete dann auch Graf Ludwig von Rieneck auf seine Ansprüche zugunsten der Deutschherren. Spätere Schenkungen runden das Gebiet ab. 150 Jahre lang besaß der Deutsche Orden die Burg Prozelten und nahm in dieser Zeit den großen gotischen Umbau vor und der Burg ihre heutige Erscheinung gab. Es entstanden der kleine Bergfried und der westliche Palas, die für Pulverwaffen eingerichteten Verteidigungsanlagen und Feuergeschütztürme, die die ganze Burg umgeben. Ebenso ein unterirdisch begehbarer Wehrgang an der kritischen Nordwestflanke. Um 1480 begannen zahllose Niederschriften und Verhandlungen des Deutschen Ordens mit dem Erzstift Mainz über einen Tausch diverser Besitztümer, darunter auch Ort und Burg Prozelten. Der Hochmeister des Ordens erreichte schließlich im Mai 1484 den eigentlichen Tausch der Burg Prozelten gegen die in Mainzer Besitz stehenden Burg Scheuerberg und die Stadt mit Stadtschloss Solme. Schon 1493 belegen Mainzer Rechnungen über umfangreiche Ausbesserungsarbeiten an der Henneburg und teilweisen Verfall der Anlage. Vom Wüten des Bauernkriegs und 30-jährigen Krieges scheint die Henneburg verschont geblieben zu sein und ist in den Annalen nur von Zerstörungen durch ein Unwetter die Rede. Da die Burg nunmehr seit fast 200 Jahren nur mit wenigen Amtsleuten und Soldaten besetzt und ein großer Teil der Anlage ungenutzt war, kann von einem schleichenden Verfall ausgegangen werden. 1704 wird die Henneburg erstmals als ruiniert bezeichnet. 100 Jahre später begannen die Besitzverhältnisse sich in kurzen Zeitabständen zu ändern. Ab 1803 gehörten Stadtprozelten und die Henneburg zum Fürstentum Aschaffenburg, 1810 zum Großherzogtum Frankfurt und ab dem Jahr 1814 zum Königreich Bayern. König Ludwig I. von Bayern veranlasste 1840 erstmals wieder eine Ausbesserung der Ruinen, um sie vor dem völligen Niedergang zu bewahren.
Teile der Fensterfront des westlichen Palas stürzte 1927 nach einem Feuerwerk ein, erst ein Blitzschlag 1978, der 3 Menschen das Leben kostete, bewirkte die Totalsanierung der Henneburg von 1982 bis 1986. Die Türme wurden restauriert und Befestigungsanlagen ergänzt, der unterirdische Wehrgang wieder begehbar gemacht und ein abschließbares Tor am Großen Turm angebracht. Von 2017 bis 2022 wurde die Henneburg für 3,1 Millionen € durch den Freistaat Bayern in 5 Bauabschnitten saniert. Im Wesentlichen die Burgmauern neu verfugt. Seit Juli 2022 ist die Henneburg wieder für Besucher geöffnet.